Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das Buch von Hermann Rosenberg, Rosi Combat Pistol. Wir haben es ja mehrmals angesprochen in unserer 30-teiligen Rosi-Serie, dass Rosi auch Bücher schreibt gerade aktuell. Und das erste ist nun fertig, Combat Pistol hat er jetzt herausgebracht. Seit dem 1. Dezember 2023 ist es bei der KISUM verfügbar unter der ISBN 978-3982-352343, SKA Verlag. Es sind insgesamt 224 Seiten. Es ist durchgehend bebildert. Also es gibt eigentlich keine Seite, wo man keine Bilder hat. Das ist wirklich extrem umfangreich. Es heißt zwar Combat Pistol, der taktische Einsatzschütze mit der Kurzwaffe, ist aber auch durchaus empfehlenswert für den Sportschützen oder für den Jäger, weil hier eben auch Themen behandelt werden, wie zum Beispiel die Grundausbildung, das Basisschießen, die Sicherheitsregeln, Nachladetätigkeiten, also viele Dinge, die wir auch in unserer Serie gezeigt haben, hier eben nur noch mal eben im analogen Bild noch mal betitelt und das Ganze noch mal im Detail. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall viel mitnehmen. Finden wir sehr spannend. Wir haben natürlich auch den Rosi in unserem 30. Teil zum Buch noch mal ein paar Worte sagen lassen. Und für alle, die das nicht gesehen haben oder vielleicht im Video dann beim Spulen das übersehen haben, haben wir hier für euch einmal noch mal den kurzen Clip, wo er selber über sein Buch spricht, für euch. Ja, ich wollte jetzt auch mal das Buch vorstellen, vielleicht eine ganz kurze Geschichte dazu. Jahrelang oder jahrzehntelang habe ich mich dagegen gewehrt und ein guter Freund hat gesagt: „Hier, Rosi, bevor du abkratzt, sieh zu, dass du das, zu Papier bringst." Er hat's etwas netter ausgedrückt oder wesentlich netter und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Daraus ist natürlich jetzt ein ganz großes Projekt geworden, also nicht nur, ein Buch, weil wir haben dann festgestellt, nur Pistole ist schon ein riesiges Buch geworden. Band 2 wird dann sein, Sturmgewehr und Maschinenpistole. Band 3 ist dann so ein taktisches Ding, im urbanen Gelände das, Combat Team. Band 4 ist, Open Terrain Combat Team. Band 5, das ist natürlich mein Ding, ist, Night and Day Sniper. Dann das nächste ist, hat mich wieder ein Jäger oder ein Förster überredet, noch mal 'n Buch zu schreiben, weil ich halt auch aktiv jage über Schießtechnik Tag und Nacht für Jäger im In und Ausland. Und das letzte Buch, das liegt mir eigentlich am meisten am Herzen, das ist, 1000 Tipp für Infanteristen. Mal gucken, ob diese 1000 Tipps für Infanteristen am Ende denn so heißen. Da wird der Sören, mit dem ich das hier zusammen gemacht habe, im Übrigen Top-Mann, auf den lasse ich nichts mehr kommen, wie der, ja, mich auch zerlegt hat und das muss noch mal angepasst werden. Der Stefan Gliesche, der hat mich, auch noch mal sehr, sehr gut unterstützt. Auf jeden Fall nach einer unheimlich langen Zeit haben wir jetzt das Buch, fertig. Das wird am 1.12., dann auch, kaufbar sein. Was ich jetzt machen möchte, euch nur ganz, ganz, ganz kurze Ausschnitte, ich will euch gar nicht langweilen, aus diesem Buch, mal zeigen. Was ist denn da alles drinne? Ich bin also nicht bereit gewesen, jetzt irgendwas zu kopieren. Da ist natürlich Basistraining, Handhabung, was dazu gehört, Schießtechnik, Basisschießausbildung, aber nachher auch die taktische, die in der Videoserie natürlich überhaupt keinen Platz gefunden hat. Beispiel, das Schießen auf bewegliche Ziele, wie man das berechnet. Dann am Anfang ist ja so, wenn ich das professionell mache, das normale Ziel ist ein bewegliches Ziel, ob es nur kurz sichtbar ist, von unten nach oben kommt, oder sich von links nach rechts bewegt. Auch da, selbst für Pistole, gibt es natürlich einige Sachen, die man beachten muss. Na, ist ja klar, wenn ich von hier, was ich 20 Meter Ziel oder 15 Meter Ziel habe und es bewegt sich mit 1 Meter pro Sekunde, ist was anderes, als wenn es jetzt in Highspeed mit 6 Meter oder noch schneller pro Sekunde sich bewegt. Wie man das macht, man muss von der Schießausbildung so rangehen, dass man sich das erstmal theoretisch verinnerlicht, damit man nachher irgendwann hoffentlich mal aus Erfahrung ohne Berechnung ein Ziel treffen kann. Aber der Weg ist halt über die Theorie, das habe ich jetzt hier mal beschrieben, wie man also auch Zielgeschwindigkeiten ermitteln oder auch berechnen kann. Dann bin ich nochmal da übereingegangen, was ja auch viel zu wenig ist, dass der Kampf mit der Pistole, wenn wir sie nicht als Schusswaffe gebrauchen, sondern als Werkzeug, im absoluten Notfall, wir werden die Pistole im Allgemeinen ja nicht verwenden, außer zum Schießen und Bedrohen,
Hier ist nochmal beschrieben, so, wenn jetzt es nicht möglich ist, weil hinter mir ein Unbeteiligter ist, dann kann ich vielleicht nicht schießen, aber ich bin bedroht mit meinem Leben, wie man sowas machen kann. Dann nochmal ein kleines Abteilchen Arbeiten mit Schalldämpfer. Was gibt es da zu beachten? Munitionsauswahl so ein bisschen und was sind Vor- und aber auch Nachteile. Dann haben wir noch einen Bereich vom Raumkampf. Na, in diesem Buch wird ja nur beschrieben, der Einzelschütze, vielleicht noch der zweite Mann, der dabei ist. Und bei den Urban Combat Team, da wird dann wirklich das Team beschrieben oder sogar Gruppen bzw. Sektoren und wie man das abarbeitet. Hier ist jetzt mal ein Beispiel Schrankdrills, wie man das machen kann. Die Gefahren von verschiedenen Techniken, wo muss man sich hinbegeben, damit man eine höhere Überlebenschance hat und wie man leichter seinen Auftrag erfüllen kann. Dann kommt ein Kapitel, das ist recht groß, Lowlight und No-Light und was ich dazu, wo ich der Meinung bin, was da wichtig ist. Hier arbeite ich mit einer taktischen Lampe und mit einer Waffenlampe. Auch das wird nicht genügend beschrieben. Ein Teil wird sein, Arbeiten bei absoluter Dunkelheit oder Arbeiten mit Nachtsichtgeräten und jetzt hier in diesem Beispiel mit Lasern oder die Kombination aus beiden. Dann zum Beispiel, wie arbeite ich mit und um das Fahrzeug als 1- bis 2-Mann-Team. Ja, wenn ich mir das alles anschaue, insgesamt haben wir 223 Seiten DIN A4 zusammengearbeitet. Wir haben Softcover, wie man sieht. Wo kriegt man das her? KISOM Shop zum Beispiel. Und ist recht teuer geworden. Oder was heißt teuer? Ist auch viel Geld, kostet 34,50. Aber es ist durchgehend bebildert. Das mag für den einen oder anderen auch interessant sein, wenn man sich das mal anschaut. Das war eine Sache, wo ich drauf bestanden habe. Es ist wichtig, dass wir alles visualisieren. Man geht meistens dann auch, ja, wie verwendet man das? Man geht ran. Wenn ich ein Fachbuch lese, dann schaue ich mir zuerst die Kapitel an, die mich besonders interessieren und ganz zum Schluss vielleicht nochmal alles. Aber ich denke mal, das ist geschrieben vor allen Dingen für Polizeibeamte und Soldaten. Das ist meine Hauptrichtung. Es ist limitiert auf, ja, ab 18 kann man sich das kaufen. Ich wollte zuerst, dass das nur für Polizeibeamte und Soldaten ist. Dann hat der Sören aber rumgefragt bei Behörden und die waren völlig entspannt, haben gesagt, nein. Was macht den Unterschied aus von uns zum Verbrecher? Denn die will ich auf gar keinen Fall unterstützen. Wir haben die Gelegenheit als Soldat oder Polizist auch dann entsprechend zu trainieren. Und das ist halt der Riesenunterschied. Ich denke mal, die meisten Bösewichte, die werden nicht die Gelegenheit haben, auch das durchzutrainieren. Wenn hier ein bisschen was über Taktik ist, das ist alles Open Source. Ja, also da ist nichts, was jetzt direkt von irgendeiner speziellen Einheit, die ich dann verrate. Das ist alles Open Source. Der Unterschied ist jetzt halt, warum es trotzdem interessant ist, da ist jetzt meine Schießtechnik, meine Handhabung, das fließt ein. Alles, was dort drin steht, das funktioniert halt. Und ich denke mal, das wird vielleicht für euch das Interessante sein. Also, liebe Trainer, Operator, schaut euch das an, ob das interessant ist. Ich denke mal, auf der Enforce-Tag wird eins rumliegen, wo man, wenn man nicht gleich das Geld ausgeben will, mal rumblättert, ob es wirklich interessant ist. Wenn einer wirklich interessiert ist, findet ihr auf jeden Fall unglaublich viele Tipps. Und seht zu, dass ihr euren Auftrag erfüllt und am Leben bleibt. Danke. Ja, Rosi, da ist nichts hinzuzufügen. Hast du sehr gut erklärt. Für einen Preis von 34,50 € kann man da auf jeden Fall nichts verkehrt machen. 224 Seiten geballte Kompetenz und Information ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal ein schönes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Könnt ihr mal schauen und entsprechend kaufen. Der Link zur KISOM ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Vielleicht habt ihr es auch schon. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wir finden es bahnbrechend genial. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bisschen schmökern. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.